Willkommen bei meiner ersten virtuellen Ausstellung. Ja, denn der virtuelle Ausstellungsraum, den man hier sieht, die Pflanzen und Objekte, sind extra für diese Ausstellung in 3D von mir konstruiert und inszeniert worden. Das Thema der Ausstellung ist meinem Comic Abenteuerjagd Band 1 gewidmet. Hier zeige ich Originalseiten, signierte Kunstdrucke, Ausschnitte und werde bei einem Rundgang etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel, wie die Idee zum Comic entstand, welche Schwierigkeiten damit verbunden waren und mit welchen Materialien und Techniken gearbeitet wurde. Der Comic selbst ist übrigens als richtig gedrucktes und gebundenes Buch überall im Handel zu erwerben. Dann nehme ich euch jetzt mal mit auf einen Abenteuerrundgang, das Geheimnis der verlorenen Flotte. Als ich mein Buch Lass uns tauchen, ein Begleitbuch zur Tauchausbildung, hier zeige ich es mal, vor einigen Jahren geschrieben und illustriert hatte, waren mir die dafür extra entworfenen Protagonisten Tim und Jenny so richtig ans Herz gewachsen. Und ich wollte die beiden frisch gebackenen Taucher nun Abenteuer im Meer erleben lassen. Und es musste eine Bildergeschichte sein, eine Graphic Story, ein Comic. Gute Geschichten brauchen aber auch einen guten Autor und so konnte ich meinen Sohn, ebenfalls Taucher und dazu ein hervorragender Autor und Storyteller, für das Projekt begeistern. Und so haben sich denn 2 Generationen von Abenteuerfans daran gemacht, eine noch neue, unerzählte Welt zu entwickeln, voller sympathischer Persönlichkeiten, Helden, Schurken, Bösewichter und natürlich auch Entdeckungen inmitten unserer realen Welt. Denn das war uns beiden ganz wichtig. Wir wollten keine Fantasy, keine Science Fiction. Im Hier und Jetzt musste unsere Geschichte angelegt sein. Meine Vorbilder kommen aus der klassischen Zeit der Comics wie Möbius und Gibrat. Und das hieß aber auch ganz traditionell zu zeichnen mit Tusche, Aquarell und Gouache. Eine Liebeserklärung an die goldene Zeit der Comicbücher sozusagen. Aber wenn ich als Verlegerin nachdenke, auch ein kalkulatorischer Wahnsinn, denn allein über 2 Jahre dauerte die aufwendige Produktion der über 60 traditionell gezeichneten Seiten. Ein Teil der Originale sind in dieser virtuellen Ausstellung jetzt zu sehen und auch käuflich zu erwerben. Besonders spannend bei der Vorbereitung zu einem Comic ist die Entwicklung der Charaktere. Tim und Jenny waren ja schon da, aber es mussten noch jede Menge anderer Personen erschaffen werden. Und zwar so, dass sie von allen Seiten aus unverwechselbar und jederzeit erkennbar sind. Auch die Kleiderfrage stand an, denn wie bei richtigen Personen sollten unsere Hauptprotagonisten auch die Kleidung der jeweiligen Umgebung bzw. der passenden Tätigkeit angleichen können, also keine Einheitskleidung tragen. Vor allem Tim und Jenny sind in wechselnden Kleidern zu sehen und die Kleidung sollte auch zu ihren Persönlichkeiten passen. Da schließt sich auch gleich das wichtige Thema zum Farbschema oder Color Coding der Szenen an. Wir hatten uns von Anfang an für einen bestimmten Farbcode entschieden, der dann auch konsequent durchgezogen wurde. Vor allem die vielen Blautöne im Meer, Himmel und unter Wasser sind aufeinander abgestimmt und bestimmen den ersten Band. Auch das Schiff und die Szenen in Monaco mit dem Auftritt des mysteriösen Gegenspielers haben ihren eigenen Farbcode, wie man auf den Bildern, die gleich folgen, noch sehen wird. Seine besondere Aura sollte sich auch in der Kleidung und Umgebung widerspiegeln. Hier kommen wir gleich zum nächsten Punkt, der Umgebung und Ortszeit. Beide müssen zusammenpassen und wenn wir zwischen Kontinenten hin und her springen, müssen wir natürlich auch die jeweilige Ortszeit mit einberechnen. Das hat dann wieder einen erheblichen Einfluss auf die Dramatik und Szenengestaltung, zu welcher Uhrzeit, wo, was stattfindet. Bei einer Abenteuergeschichte mit Wracks und Schätzen aus vergangener Zeit ist die zeitliche Einordnung der Fundstücke entscheidend für die Glaubwürdigkeit der Handlung. Die eigentlich dezent im Hintergrund ablaufende Historie wurde daher umsichtig recherchiert und passt so nun exakt in den historischen Ablauf.
Für eine gute Orientierung bei einer Bildergeschichte müssen auch die Orte oder die Locations stimmig sein, denn die Erzählung wird im Gegensatz zum Roman hier visuell vorgegeben und kann schnell zur Verwirrung führen. So haben wir uns von jeder Location einen genauen Plan erstellt, damit wir stets wissen, wo wir uns gerade befinden und von wo aus die Szene im jeweiligen Panel betrachtet wird. Gerade weil man die einzelnen Szenen gerne von verschiedenen Blickwinkeln aus zeigen möchte. Die Schwierigkeiten, die bei einer komplett illustrierten Geschichte wie einem Comic auftreten, sind vielfältig. Eine davon ist zum Beispiel ein spontaner Einfall gegen Ende der Geschichte. Da bekommt der Satz, das hätte man sich vorher überlegen müssen, eine ganz neue Dimension. So etwas beginnt schon ganz harmlos damit, dass die Sprechblasen bei den einzelnen Panels auf einer Seite bei einer Illustration mit einberechnet werden müssen. Wird der Text verändert, weil etwas ergänzt werden soll, dann muss die Sprechblase vergrößert oder verschoben werden und überdeckt dann später Teile der Zeichnung. Oder noch so ein Beispiel, wenn eine Person spricht, muss natürlich ihr Gesichtsausdruck auch zum Text passen. Eine nachträgliche Änderung kann eine seltsame Wort-Bild-Kombination ergeben, also das heißt, der Text muss zuerst stehen und fertig ausgearbeitet sein. Die Entscheidung, die Kolorierung traditionell mit Aquarell und Gouache vorzunehmen, heißt auch, sich mit den unendlich vielschichtigen Farbnuancen von aquarellbasierten Illustrationen auseinanderzusetzen, die natürlich keine reinen RGB- oder CMYK-Farben haben. Ein herrliches Kobaltblau oder Ultramarin auf Aquarellpapier wird ganz schnell im Druck zu Lila- oder Magenta-Tönen hin verschoben. Ein Horror für jeden Illustrator und auch Drucker. Und wir wollten ja genau den detailreichen Unterschied in unserem Comic herausstellen. Daher war die gute Zusammenarbeit mit der Druckerei bei diesem Projekt ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor, um dem Buch auch seine Qualität zu geben. Begleitet also die Geschwister Jennifer und Timothy Blake auf ihrer Irrfahrt an Bord des modernen Forschungsschiffes Triton. Von der Küste Venezuelas bis hinunter zu den Seegräben des kubanischen Festlandsockels. Entdeckt versunkene Schatzschiffe aus der Zeit der spanischen Eroberer und ein Geheimnis, das die Geschichte neu zu schreiben vermag. Und erlebe hautnah mit, wie sich ein mächtiger, mysteriöser Gegenspieler an ihre Fersen heftet und es während eines aufziehenden Sturms, genau wie vor 500 Jahren, zum Showdown kommt am sagenumworbenen Teufelsrochen Canyon. Es geht um das Abtauchen in eine andere Welt, voller Humor und voller Geheimnisse und Abenteuer. Neugierig geworden? Dann ist das Buch genau für euch geschrieben. Hier zeichne ich schon am nächsten Band der Tim und Jenny in weitere Abenteuer rund um die geheimnisvolle Truhe verstricken wird. Und es wird wieder genauso turbulent wie beim ersten Band. Übrigens, die Originalillustrationen aus der Ausstellung hier können genauso wie signierte Kunstdrucke käuflich erworben werden und natürlich auch der Comic als gebundene Ausgabe. Die Bezugsadresse ist hier unten eingeblendet und ich signiere gerne auf Wunsch jeden bestellten Comic. So, jetzt muss ich aber weiterzeichnen, weil sonst wird das nix mit dem nächsten Band. Ich danke fürs Zusehen, fürs Mitgehen beim Rundgang und tschüss, bis zum nächsten Mal.